Ich schlafe jede Nacht im Haus meines Chefs. Bei der Arbeit kennt niemand dieses Geheimnis. Mein Name ist Lena, ich bin 25 Jahre alt und arbeite in einem großen Büro in der Stadt. Mein Chef heißt Herr Weber. Er besitzt die Firma. Die meisten Menschen im Büro haben Angst vor ihm. Er ist ernst, reich und sehr streng. Er trägt teure Anzüge und spricht mit einer kräftigen Stimme. Wenn er einen Raum betritt, wird es sofort still. Die Menschen sitzen aufrechter. Sie schauen auf ihre Computer. Sie wollen keine Fehler machen. Aber ich kenne eine andere Seite von Herrn Weber. Jeden Abend um 5 Uhr schließt das Büro. Meine Kollegen nehmen ihre Taschen und sprechen über ihre Pläne. Ich gehe ins Kino, sagt einer. Ich gehe mit meinem Freund essen, sagt eine andere. Dann schauen sie mich an. Und was machst du, Lena? Ich gebe immer dieselbe Antwort. Ich gehe einfach nach Hause. Ich bin müde. Sie denken, dass ich in einer kleinen Wohnung lebe. Sie denken, dass ich allein zu Abend esse, fernsehe und in meinem eigenen Bett schlafe. Aber das stimmt nicht. Nachdem alle gegangen sind, warte ich in der Lobby. Ein schwarzes Auto hält vor dem Gebäude. Es ist Herr Webers Auto. Ich steige ein und er fährt uns aus der geschäftigen Stadt in ein ruhiges Viertel. Sein Haus ist groß, sauber und warm. Drinnen machen wir Abendessen. Wir essen zusammen. Und nachts schlafe ich dort. Vielleicht denkst du jetzt, dass ich seine Freundin bin, aber das bin ich nicht. Herr Weber ist 55 Jahre alt, er könnte mein Vater sein. Es gibt keine romantische Beziehung zwischen uns. Warum schlafe ich also jede Nacht im Haus meines Chefs? Um das zu verstehen, musst du wissen, was vorher passiert ist. Vor 2 Jahren kam ich aus einem kleinen Dorf in die Stadt. Meine Familie war arm, mein Vater arbeitete auf Bauernhöfen und meine Mutter blieb zu Hause. Wir hatten nicht viel, aber wir liebten einander. Ich wollte ihnen helfen. Ich werde in die Stadt gehen, sagte ich zu meinen Eltern. Ich werde hart arbeiten und Geld nach Hause schicken. Meine Mutter weinte, als ich ging. Die Stadt ist nicht einfach, sagte sie. Bitte pass auf dich auf. Ich lächelte und sagte ihr, ich schaffe das. Ich kam mit nur einer Tasche und sehr wenig Geld an. Nach vielen Tagen der Suche fand ich eine Arbeit in Herr Webers Firma. Ich war nur eine Assistentin und das Gehalt war niedrig, aber ich war stolz. Ich mietete eine winzige Wohnung. Sie war dunkel und alt. Die Wände waren dünn und nachts konnte ich meine Nachbarn hören. Aber sie gehörte mir. Jeden Monat bezahlte ich die Miete, kaufte billiges Essen und schickte den Rest meines Geldes an meine Eltern. In meinen Briefen schrieb ich ihnen, dass es mir gut ging. Aber die Wahrheit war anders. Die Stadt war einsam. Und Herr Weber bemerkte mich kaum. Er gab mir nur Arbeit. Kopiere das, ordne das ab. Bring diese Unterlagen.
Ich war für ihn nur eine weitere Angestellte. Trotzdem machte ich weiter, weil meine Familie mich brauchte. Dann rief mich eines Tages meine Schwester an. Sie weinte. »Lena«, sagte sie, »Papa ist sehr krank, er braucht eine Herzoperation.« Mein Körper wurde kalt. »Wie viel wird das kosten?«, fragte ich. Als sie mir den Betrag nannte, hatte ich das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen verschwand. Es war zu viel Geld, ich hatte nicht einmal einen kleinen Teil davon. Ich ging zur Bank und bat um einen Kredit, sie lehnten ab. Ich war jung, mein Gehalt war niedrig, ich besaß nichts. In dieser Nacht saß ich in meiner kleinen Wohnung und schaute auf meinen Kontostand. Ich hatte nur genug Geld für die Miete und Essen. Dann traf ich meine Entscheidung. Ich schickte alles Geld an meine Schwester. »Benutzt es für Papas Operation«, sagte ich, »rettet ihn.« Die Operation war erfolgreich. Meine Familie weinte vor Glück. »Du hast ihn gerettet«, sagte meine Mutter. »Du bist unser Engel.« Ich lächelte am Telefon und sagte, »Ich bin glücklich.« Aber nachdem das Gespräch beendet war, saß ich auf meinem Bett und weinte. Ich hatte kein Geld mehr. Ein paar Tage später klopfte mein Vermieter an meine Tür. »Wo ist die Miete?«, fragte er. »Es tut mir leid«, sagte ich. »Kann ich nächsten Monat bezahlen?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, bezahle jetzt oder geh.« Ich flehte ihn an, aber es war ihm egal. In dieser Nacht packte ich meine Kleidung in eine Tasche. Ich ließ den Schlüssel auf dem Tisch liegen und ging hinaus. Ich hatte kein Zuhause mehr. Ich erzählte es niemandem. Ich schämte mich zu sehr. Ich sagte es meinen Eltern nicht, weil ich nicht wollte, dass sie sich Sorgen machen. Ich sagte es niemandem bei der Arbeit, weil ich dachte, dass sie mich verurteilen würden. Ich hatte ein altes Auto, also begann ich darin zu schlafen. Jede Nacht parkte ich in einer ruhigen Straße und rollte mich auf dem Rücksitz zusammen. Meine Beine taten weh, mein Rücken tat weh, manchmal war es kalt, manchmal hatte ich Angst. Jeden Morgen wachte ich vor Sonnenaufgang auf und fuhr zu einer Tankstelle. Ich wusch mein Gesicht auf der Toilette, putzte meine Zähne, machte meine Haare und schminkte mich. Dann schaute ich in den Spiegel und flüsterte, »Du schaffst das, Lena, niemand weiß es.« Im Büro verhielt ich mich ganz normal. Ich beantwortete Anrufe, ich kopierte Dokumente, ich machte Kaffee, ich lächelte. Aber ich hatte ständig Hunger. Wenn meine Kollegen zum Mittagessen gingen, blieb ich zurück. »Isst du nicht?«, fragten sie. »Ich hatte ein großes Frühstück«, sagte ich. Aber das war eine Lüge. Ich hatte nichts gegessen, nur Wasser, denn Wasser war kostenlos. Das ging fast 2 Monate lang so weiter. Der Winter kam und die Nächte wurden sehr kalt. Mein altes Auto fühlte sich an wie Eis. Ich hatte 2 Decken, aber ich zitterte trotzdem vor Kälte. An manchen Nächten konnte ich meinen Atem in der Luft sehen. Ich war immer müde.
Meine Augen waren rot, mein Körper wurde dünner, meine Kleidung hing locker an mir. Aber jeden Morgen ging ich trotzdem zur Arbeit. Ich wusch mein Gesicht an einer Tankstelle, machte meine Haare, zog meine Bürokleidung an und tat so, als wäre alles in Ordnung. Doch eines Tages konnte mein Körper nicht mehr so tun, als wäre alles in Ordnung. Ich saß an meinem Schreibtisch, als Herr Weber mich nach einer Akte fragte. Ich stand schnell auf, aber plötzlich begann sich der Raum um mich herum zu drehen. Mir wurde schwindelig, meine Beine wurden schwach, dann wurde alles schwarz. Als ich die Augen öffnete, lag ich auf dem Sofa in Herrn Webers Büro. Er stand neben mir und hielt ein Glas Wasser in der Hand. »Lena«, sagte er, »geht es Ihnen gut?« Ich versuchte, mich aufzusetzen. »Es tut mir leid, Herr Weber«, sagte ich schnell. »Ich gehe sofort wieder an die Arbeit.« »Nein«, sagte er. Seine Stimme war nicht wütend, sie war sanft. »Sie sind ohnmächtig geworden.« Er sah mich aufmerksam an. »Wann haben Sie zuletzt etwas gegessen?« Ich schaute nach unten. Ich wollte lügen, aber ich war zu müde. »Ich weiß es nicht mehr«, flüsterte ich. Herr Weber wurde still. »Lena«, sagte er, »was ist passiert?« In diesem Moment begann ich zu weinen. Ich war zu lange stark gewesen. Ich hatte zu lange Hunger gehabt. Ich war zu lange allein gewesen. »Mein Vater war krank«, sagte ich unter Tränen. »Er brauchte eine Operation. Ich habe mein ganzes Geld nach Hause geschickt.« Herr Weber setzte sich neben mich. Er unterbrach mich nicht. Er hörte einfach nur zu. Dann fragte er, »Wo wohnen Sie jetzt?« Ich erstarrte. Ich wollte nicht antworten. »Lena«, sagte er leise, »bitte sagen Sie es mir.« Ich schloss die Augen. »In meinem Auto«, flüsterte ich. Er sah schockiert aus. Draußen vor dem Fenster fiel Regen, der Himmel war dunkel und grau. »Sie schlafen in Ihrem Auto?« fragte er. Ich nickte. »Es ist schon in Ordnung«, sagte ich schwach. »Ich habe Decken.« Er stand auf und ging durch den Raum. Für einen Moment sah er wütend aus und ich bekam Angst. »Bitte kündigen Sie mich nicht«, sagte ich. »Ich kann noch arbeiten. Ich werde mich verbessern.« Er drehte sich zu mir um. »Sie kündigen?«, sagte er. »Lena, ich bin nicht wütend auf Sie. Ich bin wütend auf mich selbst. Ich habe Sie jeden Tag gesehen und nicht bemerkt, dass Sie leiden.« Er nahm seinen Mantel. »Holen Sie Ihre Sachen«, sagte er. »Wohin gehen wir?«, fragte ich. »Wir holen Ihr Auto«, sagte er, »und dann kommen Sie mit zu mir nach Hause.« Ich starrte ihn an. »Zu Ihnen nach Hause?« »Ja«, sagte er, »ich lebe allein in einem Haus mit vielen leeren Zimmern. Sie werden nicht länger in einem Auto schlafen.« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Weber, das kann ich nicht. Sie sind mein Chef.« »Und bevor ich Ihr Chef bin«, sagte er, »bin ich ein Mensch. Sie werden im Gästezimmer wohnen,
bis sie genug Geld für ihre eigene Wohnung gespart haben. Er lächelte leicht. Das ist eine Anweisung. An diesem Abend folgte ich seinem Auto mit meinem alten Wagen. Sein Haus lag in einem ruhigen Teil der Stadt. Es war groß, warm und wunderschön. Draußen gab es einen Garten und drinnen brannte ein weiches Licht. Er zeigte mir ein Schlafzimmer im Obergeschoss. »Das ist Ihr Zimmer«, sagte er. »Sie können die Tür abschließen. Das Badezimmer ist dort. Bleiben Sie, solange Sie möchten.« Ich stand im Zimmer und konnte kaum atmen. Dort stand ein echtes Bett, saubere Bettwäsche, weiche Kissen, ein Fenster mit Blick auf den Garten. Nur wenige Stunden zuvor hatte ich noch in meinem eiskalten Auto geschlafen. »Warum helfen Sie mir?« fragte ich. Herr Weber blickte einen Moment lang weg. »Meine Tochter lebt weit weg von mir«, sagte er. »Wenn sie jemals Hilfe bräuchte, würde ich hoffen, dass jemand freundlich zu ihr ist.« In dieser Nacht nahm ich eine heiße Dusche. Ich aß ein warmes Abendessen mit ihm, Hähnchen, Gemüse und Suppe. Es schmeckte nach Sicherheit. Dann schlief ich zum ersten Mal seit Monaten wieder in einem echten Bett. Ich schlief die ganze Nacht durch, das war vor 6 Monaten. Seitdem hat sich mein Leben verändert. Im Büro ist Herr Weber immer noch mein Chef. Ich nenne ihn Herr Weber. Er gibt mir Arbeit. Wir bleiben professionell. Aber nach der Arbeit ist er wie Familie. Wir fahren nach Hause, kochen zusammen und essen gemeinsam. Ich koche Reis, Pasta, Suppe und einfache Gerichte aus meinem Dorf. Er sagt immer, »Lena, das ist sehr gut.« Er erzählt mir Geschichten aus der Geschäftswelt. Er gibt mir Bücher und sagt, »Sie sind klug, Sie können mehr werden als nur eine Assistentin.« Deshalb lerne ich abends. Manchmal schauen wir Filme. Manchmal gehen wir mit seinem Hund Buster im Garten spazieren. Zu Hause ist Herr Weber nicht beängstigend. Er ist freundlich, lustig und auch einsam. Für mich wurde er wie ein Vater. Aber die Menschen bei der Arbeit verstanden das nicht. Eines Tages kam Sarah, eine Kollegin, die mich nie mochte, zu meinem Schreibtisch. »Ich habe Sie gestern gesehen«, sagte sie. Mein Herz schlug schneller. »Wo?« fragte ich. »In Herrn Webers Auto«, sagte sie. »Warum sind Sie mit ihm weggefahren?« Ich versuchte, ruhig zu bleiben. »Er brauchte Hilfe mit einigen Unterlagen«, sagte ich. Sarah verengte die Augen. »Um 6 Uhr abends? Es war dringend«, sagte ich. Sie lächelte auf eine gemeine Art. »Die Leute reden, Lena. Sie denken, dass Sie seine Lieblingsmitarbeiterin sind.« Dann beugte sie sich näher zu mir. »Haben Sie eine Beziehung mit ihm?« Mein Gesicht wurde heiß. »Nein«, sagte ich, »er ist mein Chef, das ist alles.« Sie lachte und ging weg. Danach wurden die Gerüchte immer schlimmer. Als ich den Pausenraum betrat, wurden die Leute still. Sie sahen mich an und lächelten auf eine seltsame Weise.
Ich wollte ihnen die Wahrheit sagen. Ich wollte sagen, ich war obdachlos. Er hat mir geholfen. Ich bin nicht seine Freundin, aber ich konnte nicht. Ich schämte mich zu sehr, also schwieg ich. Ich hatte jetzt ein warmes Bett, aber bei der Arbeit fühlte ich mich wieder allein. Eines Abends stand ich in Herrn Webers Küche und schnitt Zwiebeln für das Abendessen. Aber die Zwiebeln waren nicht der wahre Grund, warum ich weinte. Ich weinte, weil ich müde war, müde von den Gerüchten, müde von den Blicken, müde davon, dass die Menschen schlecht über mich dachten, obwohl sie die Wahrheit nicht kannten. Herr Weber kam in die Küche und blieb stehen. »Lena«, sagte er, »was ist passiert?« Ich wischte mir schnell das Gesicht ab. »Nichts«, sagte ich, »es sind nur die Zwiebeln.« Er sah mich aufmerksam an. »Nein«, sagte er, »das sind nicht die Zwiebeln. Setzen Sie sich.« Wir setzten uns an den Küchentisch. Einen Moment lang sagte ich nichts. Dann kamen die Worte einfach heraus. »Es sind die Leute bei der Arbeit«, sagte ich. »Sie denken, dass ich Ihre Freundin bin. Sie denken, dass ich aus einem falschen Grund hier wohne. Sie hassen mich.« Herr Webers Gesicht wurde ernst. »Sie sind töricht«, sagte er leise. »Ich sollte gehen«, sagte ich. »Ich habe jetzt etwas Geld gespart. Ich kann ein kleines Zimmer mieten. Wenn ich ausziehe, hören die Gerüchte vielleicht auf. Aber die Wahrheit war, dass ich nicht gehen wollte. Ich mochte dieses Haus. Ich mochte die warmen Mahlzeiten. Ich mochte das Gefühl von Sicherheit. Ich mochte es, nicht jede Nacht allein zu sein. Herr Weber schwieg lange. Dann sagte er, »Sie können gehen, wenn Sie das wirklich wollen. Aber gehen Sie nicht wegen dieser Menschen.« Ich sah ihn an. »Sie haben nichts falsch gemacht«, fuhr er fort. »Ich habe nichts falsch gemacht. Sie brauchten Hilfe. Ich hatte ein leeres Zimmer. Das ist alles. Sie waren obdachlos. Ich war einsam. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Daran ist nichts beschämend.« Seine Worte machten mein Herz leichter. Dann sagte er, »Lena, Sie arbeiten hart, Sie lernen jede Nacht, Sie lernen dieses Unternehmen kennen. Eines Tages werden Sie nicht mehr Assistentin sein, Sie werden etwas Größeres werden, laufen Sie nicht vor engstirnigen Menschen davon.« Ich atmete tief ein. Er hatte recht. Warum sollte ich mich verstecken? Warum sollte ich zulassen, dass Gerüchte mein Leben bestimmen? »Okay«, sagte ich leise, »ich bleibe.« Herr Weber lächelte. »Gut«, sagte er, »und jetzt essen wir.« Am nächsten Morgen ging ich mit erhobenem Kopf zur Arbeit. Sarah sah mich an und flüsterte einer anderen Frau etwas zu. Diesmal schaute ich nicht nach unten. Ich ging zu ihrem Schreibtisch, lächelte und sagte, »Guten Morgen, Sarah. Hier sind die Berichte.« Sie sah überrascht aus. Sie nahm die Unterlagen, sagte aber nichts. Danach arbeitete ich härter als je zuvor. Ich lernte alles, was ich lernen konnte. Nach dem Abendessen lernte ich weiter.
Ich las die Bücher, die Herr Weber mir gab. Ich lernte etwas über Kunden, Projekte, Zeitpläne und Management. Herr Weber gab mir langsam immer mehr Verantwortung. 6 Monate später gab es ein großes Treffen. Alle Mitarbeiter der Firma waren dort. Herr Weber stand vorne im Raum. »Ich habe eine Ankündigung«, sagte er. »Wir brauchen einen neuen Projektmanager. Diese Position erfordert Disziplin, Organisation und Vertrauen.« Der Raum wurde still. Dann sagte er, »Der neue Projektmanager wird Lena sein.« Für einen Moment bewegte sich niemand. Dann begannen einige Leute zu klatschen, aber Sarah stand plötzlich auf. »Herr Weber«, sagte sie laut, »ist das wirklich fair? Jeder weiß, warum sie diesen Job bekommen hat. Jeder weiß, dass sie bei ihnen wohnt.« Der Raum wurde vollkommen still. Alle sahen mich an. Mein Gesicht wurde heiß, das Geheimnis war heraus. Ich wollte verschwinden, aber Herr Weber schrie nicht. Er sah Sarah ruhig an. »Ja«, sagte er, »Lena wohnt in meinem Haus.« Die Menschen schnappten nach Luft. »Sie wohnt in meinem Gästezimmer«, fuhr er fort. »Und da Sie beschlossen haben, vor allen über Ihr Privatleben zu sprechen, ist es vielleicht an der Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren.« Er sah zuerst mich an, als würde er um Erlaubnis bitten. Ich nickte. Ich war es leid, mich zu verstecken. Herr Weber drehte sich wieder zu den Mitarbeitern. Lena kam mit fast nichts in diese Stadt. Sie arbeitete 2 Jahre lang still und fleißig hier. Als ihr Vater schwer krank wurde, schickte sie ihr ganzes Geld nach Hause, um sein Leben zu retten. Deshalb verlor sie ihre Wohnung. Der Raum war still. 2 Monate lang, sagte er, schlief sie im Winter in ihrem Auto. Sie kam hungrig, frierend und erschöpft in dieses Büro. Trotzdem arbeitete sie weiter. Sie lächelte. Sie beschwerte sich nie. Ich schaute nach unten, aber dieses Mal schämte ich mich nicht. Ich habe es erst erfahren, als sie in meinem Büro ohnmächtig wurde, fuhr er fort. Ich bot ihr ein Gästezimmer an, weil sie Hilfe brauchte, nicht wegen irgendwelcher Gerüchte, nicht wegen einer romantischen Beziehung, sondern weil sie ein Mensch ist. Dann wurde seine Stimme stärker. Und in den letzten 6 Monaten hat Lena jeden Abend gelernt. Sie kennt dieses Unternehmen inzwischen besser als viele andere hier. Sie hat sich diese Position verdient. Er sah Sarah an. Haben Sie noch eine weitere Frage? Sarah setzte sich langsam wieder hin. Ihr Gesicht war rot. Es tut mir leid, flüsterte sie. Nach der Besprechung kamen Menschen zu mir. Eine Frau sagte, das wusste ich nicht, Lena. Sie sind sehr mutig. Eine andere sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das verdient. Zum ersten Mal fühlten sich ihre Worte ehrlich an. An diesem Abend fuhr ich mit Herr Weber nach Hause. Danke, sagte ich leise. Er lächelte. Sie haben es sich verdient. Im Moment
lebe ich noch immer in seinem Haus. Ich spare Geld. Bald werde ich meine eigene Wohnung mieten. Eines Tages werde ich mein eigenes Haus kaufen. Ich werde unsere gemeinsamen Abendessen vermissen. Ich werde Buster vermissen, wie er durch den Garten läuft. Ich werde die ruhige Sicherheit dieses Hauses vermissen. Aber Herr Weber und ich werden immer Freunde bleiben. Das Leben ist seltsam. Als ich in meinem kalten Auto schlief, dachte ich, mein Leben würde zu Ende gehen. Aber in Wirklichkeit begann ein neues Kapitel. Ich habe gelernt, dass es keine Schwäche ist, um Hilfe zu bitten. Ich habe gelernt, dass Freundlichkeit noch existiert. Und ich habe gelernt, dass harte Arbeit verändern kann, wie Menschen dich sehen. Mein Name ist Lena. Ich schlafe im Gästezimmer im Haus meines Chefs. Und ich schäme mich nicht mehr dafür. Vielleicht kämpfst du gerade auch. Vielleicht fühlst du dich allein. Vielleicht denkst du, dass niemand deinen Schmerz sieht. Aber bitte, gib nicht auf. Das Leben kann sich verändern. Eine Tür kann sich öffnen und manchmal kommt Hilfe von der Person, von der du es am wenigsten erwartest. Mach weiter. Deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Vielen Dank, dass du die ganze Geschichte angeschaut hast. Wenn du bis zum Ende geblieben bist, weiß ich das wirklich zu schätzen. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das heutige deutsche Wort ist Hoffnung. Schreibe einen einfachen deutschen Satz mit Hoffnung in die Kommentare. Zum Beispiel, ich habe Hoffnung oder Hoffnung gibt mir Kraft. Schreibe auch, glaubst du, dass ein freundlicher Mensch das Leben eines anderen Menschen verändern kann? Ja oder nein? Wenn dir diese Geschichte beim Deutschlernen geholfen hat, abonniere bitte German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, übe weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss.